Ich möchte die meisten Menschen glauben, ein Blackout beginnt mit Dunkelheit, mit Lampen, die ausgehen, mit Straßen, die schwarz werden, mit einem Kühlschrank, identisch, der plötzlich still ist, mit einem Roter, an dem nichts mehr blinkt. Aber das ist nicht der Moment, in dem die Stadt wirklich kippt. Identisch, der eigentliche Blackout beginnt nicht dort, wo es dunkel wird, beginnt dort, wo Systeme miteinander zu sprechen. Und genau das ist der Punkt, den fast niemand ernst nimmt. Denn ein Stadt lebt nicht von Strom allein. Ein Stadt lebt von Verbindungen, von unsichtbaren Abläufen, von Ketten. Die so sauber ineinandergreifen, dass du sie im Alltag gar nicht bemerkst. Du stickst in den Zug, weil du davon ausgehst, dass fahrt. Du holst Daten in Jarat, weil du davon ausgehst, dass es antwortet. Du gehst in ein Apothek, weil du davon ausgehst, identisch, dass dort ein System hinter dem Tresen funktioniert. Du siehst Geld, bestellst etwas und tankst und telefonierst, öffnest ein Hoster, fährst mit dem Aufzug, greis identisch, drückst auf ein Klingel, vertraust einem Display, glaubst eine Durchsicht, und all dies Dinge fühlen sich nicht wie Luxus an, sie fühlen sich normal an, ethisch, bis sie es nicht mehr sind. Genau deshalb ist ein Blackout in einer modernen Stadt nicht nur ein Stromausfall, ist ein Realitätswechsel. Plötzlich merkst du, dass Normalität kein Zustand ist. Normalität ist ein Dienst, den unser System jeden Tag für dich leisten. Still, unsichtbar, sekundlich. Und wenn dieses System nacheinander anfangen zu sterben, sieht die Stadt von außen wirklich noch aus wie immer. Die Häuser stehen noch. Die Straßen sind noch da. Die Menschen laufen noch herum. Die Läden sind nicht verschwunden, aber unter dieser Oberfläche beginnt bereits der Zerfall, identisch, nicht von Bieten, sondern von Function. Und genau dort wird es gefährlich, denn der gefährlichste Moment in einer Krise ist selten der Tod-Zusammenbruch. Es ist die Phase der Übergang, die Minuten und Stunden, in denen alles noch halb normal aussieht, aber die alten Regeln können nicht mehr gelten. Das ist der Moment, in dem Menschen die falschen Entscheidungen treffen, so spät losfahren, so spät Bargeld holen, so spät Wasser sichern, so spät Family koordinieren, so spät begreifen, dass sie nicht in einem kurzen Zwischenfall stecken, sondern in einer Lage. Wenn du also verstehen willst, wie ein Blackout ein Stadt wirklich verändert, dann frag nicht zuerst, wie dunkel wird es. Frag welches System brechen zuerst, zusammen. Denn genau dies System entscheiden, ob dein Stadt ruhig bleibt, wird, stockt oder kippt. Und das erste System, das viele Menschen nur als Kampfe ansehen, ist in Wahrheit eins der empfindlichsten, das Zahlungssystem. Solange Geld digital funktioniert, folgt sich ein Stadt handlungsfähigen. Du kannst kaufen, tanken, holen, was fällt, improvisieren, Problem mit Geld überbrücken. Deshalb unterschätzen so viel, wie brutal der Moment ist, in dem Kartenzahlung ausfällt. Nicht irgendwann am dritten Tag, sondern früh. Identisch, du stehst an der Kasse, vielleicht im Supermarkt, vielleicht an der Tankstelle, vielleicht in einer kleinen Apotheke, vielleicht im Kiosk im Bahnhof. Du hast noch Hoffnung, noch Routine, noch dieses harmlos Denken, das geht gleich wieder. Dann holst du die Karte dran nix, nochmal nix. Die Kassiererin schaut auf den Bildschirm, der Bildschirm schaut nicht zurück. Hinter der wird jemand ungeduldig. Sich sagt einstimmig nur noch Sparsalung. Und genau in diesem Moment verliert die Stadt ihr bequemstes Nervensystem. Den Geld auf dem Konto ist nicht dasselbe wie Zugriff auf Geld, und Wohlstand ist nicht dasselbe wie Handlungsfähigkeit. Reuters berichtet bereits, dass deutsche Stellen sich ernsthaft mit Notfall Bargeld und Krisenzugriffen beschäftigt haben. Identisch, weil bei einem Blackout elektronisch Zahlungsweg und Bargeldversorgung schnell zum Problem werden können. Das ist kein Prepper-Märchen.
Das ist Gino die Schwachstelle, die modern Menschen am hartesten trifft. Geld ist da, aber nicht greifbar. So's and jets passiert, it was interessantes. Nicht all werden aggressiv, nicht all geraten in Panik, aber fast all werden empfindlicher, weil sie zum ersten Mal merken, dass Alltag auf einem Versprechen beruht, dem Versprechen, dass Transaktionen jederzeit möglich sind. Wenn dieses Versprechen stört, verändert sich sofort das Verhalten. Menschen kaufen hektischer, sie priorisieren plötzlich anders, sie diskutieren mehr, sie versuchen Ausnahmen zu bekommen, identisch, sie beginnen an der zu beobachten. Wer hat Bargeld? Wer hat Skorn ingekauft? Wer steht so ruhig da? Wer weiß mehr? Wer hat noch Optionen? Das Zahlungssystem ist deshalb so wichtig, weil es nicht nur Kauf ermöglicht. Es hält die Illusion aufrecht, das Problem sich noch normal lösen lassen. Wenn diese Illusion bricht, fühlt sich selbst ein normaler Einkauf plötzlich wie ein Wettlauf an. Und ab der Word jede Schlange, identisch jede Diskussion schärfer und jeder Leiden emotional schwerer. Das System bricht meist leiser, und Gino deshalb wird es oft so spät verstanden. Das Kommunikationssystem, Menschen reden bei einem Blackout immer zuerst über Licht, dann über Wasser. Dann vielleicht über Essen. Weil so wenn ich reden über Kommunikation, dabei ist Kommunikation in einer Stadt fast wichtiger als Strom selbst, identisch. Denn Stromausfall ohne Informationsausfall ist ein belastende Lage. Stromausfall mit Informationsausfall ist der Beginn von Desorientierung. Und Desorientierung frisst Stats schneller auf, als wir begreifen. Das beginnt harmlos. Ein paar Nachrichten gehen nicht raus. Ein Anruf kommt nicht durch, kreisidentisch. Das Mobilnetz wird langsam. Messenger hängen, Internetfotos oder nur teilweise. Menschen leiden ständig nu und aktualisieren, probieren ist notschmal. Dann kommen Gerüchte. Hast du gehört, das betrifft ganz Deutschland. Nein, nur unseren Bezirk. Nein, ein Angriff. Nein, nur ein Umspannwerk. Nein. Identisch morgen ist alles wieder normal. Nein, die Wasserversorgung fällt gleich aus. Nein, die Bahnhof sein dicht. Nein, nur die Karten gehen nicht. Identisch. Und Gino, an diesem Punkt beginnt das Kommunikationssystem nicht nur technisch, sondern sozial zu sterben. Denn Communication heißt es in Krisen nicht nur identisch, dass du senden kannst. Communication heißt, dass Menschen dieselbe Wirklichkeit teilen. Wenn aber jeder nur Bruchstück hat, jeder an der Quellen hört, jeder ein anders Bild der Lage im Kopf hat, dann let die Stadt noch räumlich zusammen, aber gedanklich zerfällt sie bereits. Kreisidentisch. Euronews bestritt beim großen Stromausfall in Spanien und Portugal, dass Millionen unter anderem nicht mehr mit Kart zahlen konnten. Identisch. Zuge ausfielen und auch Telefonverbindungen betroffen wären. Genau diese Kombination ist so gefährlich nicht nur Technik fällt aus, sondern die Verhickert. Es leicht gemeinsam zu verstehen. So's and in einer Großstadt oder dit besiedelten Stadt riecht das wollig, die Stimmung zu kippen. Denn dann weiß die Mutter nicht, ob das Kind aus der Schule kommt. Der Mann weiß nicht, ob seine Frau am anderen Ende der Stadt festsitzt. Die Tochter weiß nicht, ob der Vater im 8. Stock ohne Aufzug klarkommt. Der Nachbar weiß nicht, ob der Supermarkt weiter offen hat. Der Pflegedienst hängt irgendwo fest. Der College kommt nicht durch. Der Hausstadt stirbt. Die offiziellen Seiten leiden nicht. Der Radiotipp fällt. Tisch. Die Durchsage ist unklar. Und plötzlich ist die Stadt voller Menschen, die handeln müssen, aber kein gemeinsames Legebild mehr haben. Tisch, das macht sie nicht automatisch brutal, aber es macht sie fehleranfällig. Und fehleranfällige Menschen in einer Kreis treffen oft Entscheidungen, die den Druck weiter erhöhen. Sie fahren unnötig los. Sie laufen in dieselben Läden. Sie blockieren dieselben Ort. Sie glauben denselben Unsinn. Identisch, sie verlassen sich auf dieselben schwarzen Gerüchte.
Deshalb stört mit dem Kommunikationssystem nicht nur das Netz, es stört Synchronisation. Tich, under own synchronization word, aus Statelbin sehr schnell ein nebeneinander von einzelne Actionen. Das Drehtsystem ist des, was Menschen oft erst bemerken. Tich, wenn sie es bereits dringend brauchen. Das Übergangssystem. Verkehr, Transport, statisch Mobilität. Solange du dich bewegen kannst, Dantist füllt sich ein Leidnei gegen Jeslossen a. Du kannst noch weg, du kannst noch amferen. Du kannst noch jemanden holen, noch zu Family, noch Samkind, Tisch, noch zum anderen Leden. Noch raus aus dem Vertel. Deshalb ist Verkehr im Blackout mehr als Fortbewegung, ist psychologisch Bewegungsfreiheit. Identisch, und wenn dieses System bricht, dann spüren Menschen instinktiv die Stadtword enger. Das beginnt bei Ampeln, die nicht mehr sauber riechen, bei Kreuzungen, die plötzlich wieder von Blickkontakt statt von Signalsteuerung leben, bei stehenden Trams, bei dunklen Anzeigen, bei Bahnhöfen, dentisch und denen niemand klar sagen kann, was noch fahrt, bei Rolltreppen und Aufzügen, die stehen, bei Bussen, die verspätet, überfüllt oder gar nicht kommen. Identisch, und jetzt instead ein besonderer Druck, nicht Versorgungspanik, sondern Bewegungsstress. Menschen haben in Städten selten Großreserven und Geduld. Ihr Alltag ist getaktet, Arbeit, keine wie Schlieg, Schule, Terminen, Wage Anschluss, wenn das Verkehrssystem bricht, wird aus einer Stadt kein Schloss fällt. Aber sie wird plötzlich stumpf, Wage dauern länger, Entscheidungen werden schwerer, Menschen stranden, Notenpunkt überlasten, Dentich, oder Verkehr verdiktet sich dort, wo eigentlich Ordnung sein muss, und weil gleichzeitig Zahlung und Kommunikation wackeln. Dentich wird die Bewegung komplizierter als sie aussehen sollte. Du kannst wirklich noch fahren, aber weißt nicht wohin. Du kannst wirklich noch los. Dentisch, aber nicht sicher tanken. Du kannst wirklich noch ankommen, aber niemanden erreichen. Du kannst wirklich am Bahnhof stehen, aber weißt nicht, ob überhaupt noch etwas fahrt. Und genau dort wird aus Mobilität und Sicherheit, beim Berliner Blackout wird sichtbar. Dentisch, wie empfindlich statische Infrastruktur und Krisenreaktion auf Ausfall reagieren. Tausende Menschen wären betroffen, Hilfe und Information wurden kritisiert. Identisch. Generatoren fehlten, Zuständigkeiten wirkten schwerfällig. Das zeigt, dass ein Stadt nicht erst ein Problem hat, wenn alles zerstört ist. Identisch. Sondern schon dann, wenn Bewegung, Versorgung und Information nicht sauber weiterlaufen. So das Wirtsystem ist für Stadtmenschen besonders tückisch. Wie im Alltag so still im Hintergrund arbeitet, dass man es fast nie als System wahrnimmt. Das Versorgungssystem im Gebäude. Und damit mein ich nicht nur Lebensmittel, ich mein das, was die Wohnung überhaupt erst bewohnbar macht. Wasser, Druck, Heizung, Warmwasser, Pumpsystem, katische Kühlung, Technik, Auffuge, Licht im Flur, Zugang, Entsorgung, Hygiene, viele Menschen reden im Blackout so identisch, als wär die Wohnung automatisch ein sicherer Ort, solange man drinnen bleibt. Das ist ein gefährlicher Irrtum. Eine Stadtwohnung ist nicht sicher, weil sie wir Wand hat. Sie ist sicher, solange die Systeme dahinter laufen. Und wenn dies System ausfallen, wird aus deiner Wohnung kein Bunker. Sei wird ein Box mit begrenzten Reserven. Besonders im Mehrfamilienhaus zeigt sich des froh. Oben fällt irgendwann der Wasserdruck. Der Aufzug ist tot, identisch. Der Flur bleibt dunkel, der Eingangster funktioniert anders als sonst oder nur eingesch krankt. Menschen hören mehr, sehen weniger und bewegen sich vorsichtiger. Mal stört sich schneller. Hygiene wird schwieriger. Kochen wird improvisierter. Toilettenfrigen wurden heikler, als viel Zugben wurden. Und das ist erst der Anfang. Denn das eigentliche Problem ist nicht nur Technik. Es ist abhängig, identisch. Der Mensch im dritten Stock ist anders betroffen als der im zehnten. Die junge Person ohne Medikament anders als der alte Nachbar mit Hilfsmittel.
identisch. Die Family Mitgliedkind anders als der Single, der gestern noch leken konnte. Das Haus beginnt, sich im Blackout Englisch zu verhalten. An Gino dadurch walkest sozialer Druck, wo Wasser hat, wird gefragt. Wo Licht hat, wird bemerkt. Wo coachen kann, riecht anders. Wo Vorbereitet ist, endlich wirkt für ander plötzlich wie ein Ressource. Titch, die EU betont bei ihrer 70 Zustanden Eigenvorsorge Gino solche grundlegend wie Wasser, en Nahrung en Bargeld en Taschenlamp, Radio und Medikamente. Der Punkt dahinter ist klar, in den ersten Stunden anzeigen muss der Bürger mehr selbst tragen können, weil nicht jedes System sofort stabil weiterläuft. Histich Source on your News macht ebenfalls deutlich, dass bei großflächigen Ausfällen nicht nur Strom als abstrakte groß zahlt, sondern die Frage, Tisch, ob Menschen zu Hause weiterleben können, Wasser und Dokument und Nachbarn und Kinder, grundlegende Wahrheit. So's deshalb ist das Gebäudesystem so heimtückisch, weil du sein Bedeutung erst wirst, wenn du längst mittendrin bist. Und jetzt kommen wir zum fünften System, zum gefälligsten, nicht, weil es just laut wird, identisch, sondern weil mit seinem Zusammenbruch all anderen System schauer wiegen, das Informations- und Ordnungssystem. Oder noch präziser das Vertrauen darin, dass irgendjemand die Lage im Griff hat, solange Menschen glauben, dass Informationen stimmen, identisch, Systemdecketen klar sind und irgendwo ein funktionierender Plan existiert, blieben sie länger ruhig, nicht entspannt, aber jordnet. Kreis identisch, wenn dieses Vertrauen fällt, kippt nicht nur die Stimmung, dann beginnt das Sozial-Eigenleben der Kreis, plötzlich glaubt jeder das, was am besten zu seiner Angst passt, die ihnen sagen, alles hab so wild. Die anderen sagen, jetzt geht alles runter, identisch. Die nächsten hören irgendwas von Sabotage. An der Schuren das Netz kommt in 10 Minuten zurück. Wieder an der Urseln, die Stadt sei längst abgesperrt. Ich die Tankstellen leer, die Markte dit, die Police überfordert. Ob das stimmt, identisch, spielt dann oft fast keine Rolle mehr, denn wenn das Informationssystem schwach wird, ersetzt der Mensch Wissen durch Muster, statt was an der Dann, identisch, reagiert auf Stimmung Fortbildung, kopiert Nervosität, und Gino dann werden Schlangen länger, Straßen voller, identisch, G-Sprach aggressiver und Hause unruhiger. Der Berliner Blackout hat gesagt, wie sensibel gerade dieser Punkt ist. Teach, betroffen kritisierten unter anderem mangelnd Information, unklar Hilfe und Verspätungsreaktion. Genau das ist der Kern nicht nur der Ausfall selbst belastet, sondern das Gefühl, nicht zu wissen, wo was weiß, identisch, wo zuständig ist und worauf man sich verlassen kann. So das ist der Moment, in dem aus Bürgern Zuschauer ihre eigenen Unsicherheit werden. Sie aktualisieren und warten und fragen und spekulieren, laufen los, kommen zurück, hören Halbwahrheiten, urteilen sie weiter. Und so bricht das letzte System. Identisch, dass ein Stadt zusammenhält, die gemeinsame Orientierung. Denn ein Stadt ist nicht nur ein Ort mit Straßen, Häusern und Stromleitungen. Ein Stadt ist ein koordiniertes Verhalten von Millionen kleiner Entscheidungen. Wenn diese Entscheidungen nicht mehr auf ein gemeinsames Leitbild reagieren, sondern auf gerührten Frust, Hektik und Einzelinteressen, dann stirbt etwas, das viel wichtiger ist als Komfort. Dann stirbt Ordnung. Und Gino deshalb ist System Nummer 5 das gefährlichste, weil es nicht einfach nur kaputt. Es nimmt all anderen mit runter. Identisch, ein Zahlungssystem macht Läden nervös. Ein Kommunikation System macht Menschen blind. Ein Verkehrssystem macht Stadt eng. Identisch, ein Gebäudesystem macht Wohnungen fragil. Aber ein Informations- und Ordnungssystem macht aus all diesen Problemen ein Lage. Identisch, da keiner mehr sauber ist. Und ab da verschiebt sich die Kreis. Sie ist dann nicht mehr nur technisch, sie wird menschlich. Nicht, weil Menschen schlecht sind,
sondern weil Menschen unter Unsicherheit immer anfangen, lachen selbst zu füllen, mit Gerüchten, mit Misstrauen, mit Eil, mit Trotz, mit Egoismus oder mit falscher Ruhe. Deshalb musst du dereins merken, ein Blackout totet in der Stadt nicht zuerst das Licht. Totet zuerst Verlasslichkeit, und wenn Verlasslichkeit stört, dann fallen System nicht wie Dominostein in perfekter Reihenfolge. Sie sinken gleichzeitig ab, Zahlung, Kommunikation, Versorgung, Orientierung, das sind die fünf Systeme, die du in deiner Stadt beobachten musst. Identisch nicht erst, wenn alles brennt, nicht erst, wenn jemand schreit, nicht erst, wenn der Ausnahmezustand offiziell erklärt wird, sondern in den ersten Stunden, identisch, in den kleinen Brüchen, in den peinlich normalen Momenten, in denen Menschen noch so tun, als wäre alles nur eine Störung. Dann musst du besser sahen als der Rest. Wenn die Kartenzahlung stört, ist das kein Kasenthema, es ist ein Machtverlust. Wenn das Netz stirbt, ist das kein Handyproblem. Es ist Orientierungsverlust. Wenn Verkehr stockt, ist das kein Pendelrager. Es ist Bewegungsverlust. Wenn die Gebäude nicht mehr sauber funktioniert, ist das kein Komfortthema. Es ist Lebenswirklichkeit. Und wenn Information und Vertrauen sind, ist das kein Medienproblem. Es ist der Moment, in dem die Stadt beginnt, sich selbst falsch zu lesen. Darum bereiten sich kluge Menschen nicht nur auf Dunkelheit vor, sie bereiten sich auf Funktionsverlust vor, sie halten Bargeld zurück. Sie denken wage durch. Sie kennen Alternativen. Sie wissen, wenn sie zuerst erreichen müssen. Sie haben Wasser. Sie haben Licht. Sie haben Medikament. Sie haben einen Plan für die ersten Stunden, bevor all anderen begriffen haben, dass aus Alltag geredet kreis wird, dentisch. Und genau das ist der Unterschied zwischen jemandem, der ein Stadt im Blackout nur erlebt, und jemandem, der sie verstet. Wenn du also des nicht mal hörst, tich in Blackout sie einfach nur in Stromausfall, dann wages diesen Satz. In Stromausfall ist für ein modern Stadt deiner Strom. Ist ein profunderer Wahrheit, und die Wahrheit ist einfach nicht das Licht halt dein Stadt zusammen, sondern die System, die du im Alltag nicht siehst.